und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von TUK Talk. Wir wollen ab sofort einmal monatlich mit unterschiedlichen Persönlichkeiten der Hochschulöffentlichkeit ins Gespräch kommen und über die neuesten Entwicklungen an unserer Universität berichten. Und wer eignet sich als erster Gast besser als unser Rektor? Professor Dr. Gerd Strohmeier, Rektor der TU Chemnitz. Der gebürtige Bayer wurde im letzten Jahr vom erweiterten Senat zum 32. Rektor der TU Chemnitz gewählt. Am 1. Oktober 2016 trat er sein Amt an. Zuvor war der studierte Politikwissenschaftler Inhaber der Professur für europäische Regierungssysteme im Vergleich. Neben der TU Chemnitz lehrte bzw. forschte Strohmeier unter anderem an den Universitäten Passau, Salzburg, München, Cambridge, Durham und Breslau. Daneben war er als Journalist sowie als Politikberater tätig. In seiner nun angelaufenen 5-jährigen Amtszeit kündigte der neue Rektor an, nicht verwalten, sondern gestalten zu wollen. Herr Strohmeier, ich begrüße Sie recht herzlich bei uns im TV-Studio der Professur Medieninformatik. Sie sind ja nicht nur unser erster Gast, sondern gleichzeitig auch der Initiator unserer Sendung. Warum glauben Sie denn, dass die Universität ein derartiges Format benötigt? Ja, wir haben dieses Format ja TUK Talk genannt. Über den Namen kann man sicherlich streiten, aber ich denke, das Format ist wichtig und richtig. Zum einen wollen wir ja die Transparenz stärken an unserer Universität und auch die Binnenkommunikation ein Stück weit ausbauen. Und zum anderen, denke ich, müssen wir mit der Zeit gehen. Und mit der Zeit gehen heißt nicht nur auf das Web 1.0 setzen, sondern auch auf das Web 2.0 setzen. Und ich hoffe, dieses Format kommt gut an. Ich hoffe, wir bekommen viele positive Rückmeldungen. Sie hatten ja auch im Vorfeld Ihrer Wahl mit dem Motto Gestalten statt Verwalten geworben und einen doch recht umfangreichen Katalog an Maßnahmen erstellt. Wenn Sie sich nun selbst einschätzen müssten, wie würde denn Ihre 100-Tage-Bilanz ausfallen? Sie haben mitgezählt, es sind tatsächlich mittlerweile mehr als 100 Tage und wenn ich zurückblicke, dann denke ich, ist schon einiges passiert. Ich denke dabei natürlich in erster Linie an die Hochschulentwicklungsplanung 2025, an die Zuschussvereinbarung 2017 bis 2024 und vor allen Dingen an die Zielvereinbarung 2017 bis 2020, bei der wir in den Verhandlungen doch einiges noch für die TU Chemnitz herausholen konnten. Denke aber auch an einige Umstrukturierungen und Neuerungen, zum Beispiel an TUK Insight, unseren Newsletter, mit dem wir ebenfalls die Transparenz stärken wollen, oder an TUK Dialog, unseren Informationsbrief für Vertreter und Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und vieles mehr. Nun gab es ja aber nicht nur Veränderungen im höchsten Amt unserer Universität, sondern mit ihnen haben ja beispielsweise auch 3 neue Prorektoren Einzug gehalten. Zudem wurde Personal umverteilt. Was können wir denn künftig vom Rektorat erwarten? Das ist richtig, wir haben das Rektorat so ein bisschen umstrukturiert. Es sind 3 neue Prorektoren gewählt worden. Wir haben jetzt ein Prorektorat für Lehre und Internationales. Ganz wichtig war mir, das Thema Internationales auch noch einmal in einem Prorektorat zu verankern. Dann gibt es das Prorektorat für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs und zu guter Letzt das Prorektorat für Transfer und Weiterbildung. Daneben haben wir eine Berufungsbeauftragte, eine zentrale Berufungsbeauftragte eingesetzt, die Frau Dr. Wisuwa. Und wir sind gerade dabei, 2 Rektoratsbeauftragte einzusetzen für Studierende bzw. für Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen, um deren Interesse auf Rektoratsebene besser abzubilden. Nun ist ja die Liste Ihrer angekündigten Maßnahmen recht lang und Sie haben sich ganz schön viel Arbeit auf den Tisch gepackt. Einige Punkte davon konnten Sie ja schon umsetzen, andere sind noch in der Bearbeitung. Was ist denn konkret für die kommenden 6 Monate geplant? Ja, wir haben so einiges geplant. Die Liste ist in der Tat lang. Wenn ich an die nächsten Wochen und Monate denke, dann denke ich natürlich an die hochschulinterne Entwicklungsplanung. Ich denke an die Zielvereinbarungen mit den Fakultäten.
denke an unseren ersten parlamentarischen Abend im Februar in Dresden, mit dem wir gezielt ins Gespräch kommen wollen mit den sächsischen Landtagsabgeordneten. Ich denke an verschiedene neue Gremien, wie zum Beispiel die Taskforce Qualitätsmanagement, mit der wir die Systemakkreditierung angehen wollen. Und ich denke natürlich auch an Chemnitz Cluster Plus, mit dem wir unsere Anträge im Rahmen der Exzellenzstrategie beflügeln wollen. Herr Strohmeier, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und freue mich darauf, Sie im Juli wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich danke Ihnen. Liebe Zuschauer, beim nächsten Mal ist bei uns der Prorektor für Transfer und Weiterbildung, Professor Dr. Uwe Götze, zu Gast und wir werden mit ihm über seine Aufgaben sprechen. Sie haben nun die Möglichkeit, Ihre Fragen an ihn bei uns einzureichen, und zwar unter tuktalk@tu-chemnitz.de. Diese E-Mail-Adresse können Sie jedoch auch für Fragen, Anregungen oder Wünsche nutzen. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Februar. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit.